Liebe Zuschauer und Zuhörer, in diesem Video spreche ich über Freunde. Man hat sie oder eben auch nicht. Im Kindergarten lernt man meist seine ersten Freunde kennen. Mitunter begleiten einen diese das ganze Leben. Wenn man jung ist, sind Freunde zum Spielen und zum Quatschmachen da. In jungen Jahren macht das die Freundschaft aus. Mit der Zeit verändert man sich und andere Dinge werden wichtig. Da kommt es vor, dass seine Freunde sich nicht für dieselben Sachen interessieren. So verliert man sich mit den Jahren aus den Augen. Mit neuen Interessen findet man in der Regel neue Freunde, die das neue Hobby mit einem teilen. Wenn man eine Körperbehinderung hat, so wie ich, ist es nicht einfach, Kameraden zu finden. Eine Sprachbehinderung macht diese Suche noch schwieriger. Ich kann hier aus Erfahrung sprechen. Nach meiner Schulzeit habe ich den Kontakt zu meinen damaligen Freunden verloren, da wir weit entfernt voneinander wohnten. Für einen Menschen mit einer schweren Körperbehinderung ist es schwierig, den Kontakt über weite Strecken aufrechtzuerhalten. Man kann zwar miteinander schreiben und versuchen, die Freundschaft zu pflegen, aber es ist nicht immer einfach, den Kontakt zu halten. Die akuten Alltagsanforderungen und Probleme lassen weit entfernte Freunde oftmals in Vergessenheit geraten. In meinem Fall ist auch Telefonieren keine Alternative, da ich nicht verständlich sprechen kann. Es kann auch sein, dass man umzieht und seine neue Adresse nicht weitergegeben hat. Selbst in Zeiten von E-Mail und Co. kann es passieren, dass man eine andere Handynummer oder eine andere E-Mail-Adresse bekommt und nicht jeden darüber informiert. So wird es schwer, den Freundschaftskontakt zu erhalten. Ich kann nicht für jedermann verständlich sprechen. Personen müssen mich einige Zeit kennen, damit sie sich mit mir unterhalten können. Deswegen ist es für mich äußerst schwierig, spontane Bekanntschaften zu machen. Dieses Hindernis könnte ich mit meinen Assistenten überwinden. Aber wenn dann noch mein Rollstuhl ins Spiel kommt, ist es meist aussichtslos, die neu gewonnene Bekanntschaft zu vertiefen. Mit dem Rollstuhl komme ich nicht überall rein, weil die Bar oder die Kneipe nicht barrierefrei ist, beziehungsweise innen die Tische zu eng stehen. Falls die Freunde in die Disco oder in einen Club wollen, wird es mit der Kommunikation bei mir äußerst problematisch. Denn bei lauten Umgebungsgeräuschen gehen meine gesprochenen Worte unter. Mich versteht da keiner. Fast immer sitze ich in der Disco, höre Musik, trinke was und versuche den anderen zuzuhören. So wird es sehr schwierig, mit dem Freundeskreis etwas zu unternehmen, eine Location zu finden, in die man mit dem Rollstuhl reinkommt und mit der alle einverstanden sind. Da wird man als Rollstuhlfahrer oft zu einer Behinderung für seine Freunde. Nach einiger Zeit wird einem bewusst, dass man seinen Kameraden den Spaß verdirbt und sagt vielleicht schon vorher das Treffen ab, damit es nicht wieder wegen einem zu Diskussionen kommt. Es gibt von den verschiedenen Behindertenhilfen so Veranstaltungen für gehandicapte Menschen. Diese Treffen werden ein- oder zweimal im Monat angeboten. Ich finde diese Treffen sehr speziell, da bei diesen Zusammenkünften keine Selbstbestimmung möglich ist und fast nicht auf die verschiedenen Behinderungsbilder eingegangen werden kann. Es kommt mir meist so vor, als wären diese Treffen eher ein fröhliches Beisammensein der Betreuer. Da fällt es mir leider sehr schwer, ein Interesse für diese Veranstaltungen zu entwickeln. Ich finde, wahre Freundschaften unter Menschen mit einer schweren Körperbehinderung und nicht behinderten Menschen sind eine Seltenheit. Richtige Freundschaften zwischen gehandicapten Personen sind genauso rar, finde ich. Ich habe gute Bekannte, die ich maximal einmal im Monat bzw. alle 2 Monate kurz sehe oder ab und an mit ihnen auf Facebook schreibe. Ich glaube, eine Freundschaft ist was anderes. Ich glaube, wahre Freunde sind egal wann füreinander da, können gegenseitige Kritik ertragen und nehmen sich so an, wie sie sind. Man kann ihnen immer vertrauen und sie verarschen und belügen einen nicht. Mir fehlt es da leider an Erfahrung, was Freundschaften betrifft. Vielleicht bin ich auch nur ein Einzelgänger, der gerne im Hintergrund steht
und seine Umgebung betrachtet. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, dann lassen Sie es mich durch einen Daumen hoch wissen. Vielen Dank fürs Zusehen.